Moin, ich bin Stefan Müller und Maschinenführer bei der Firma Stuhlmacher. Jetzt sind wir hier auf der Baustelle mit unserem 26-Tonner von Atlas und dem Westech C350 Kneifer und haben hier eine Rodungsmaßnahme des WSA. Hier soll Deichsanierung stattfinden und Kanalsanierung. Also hier fällen wir das Pappelholz. Das geht auch alles so durch den Hacker, die Kronen. Die sind halt teilweise, wie gesagt, bis 50 cm, aber da kommt unser Hacker eigentlich gut so mit klar. Hier auf dieser Baustelle kommt noch dazu, dass wir auch neben den Pappeln ein bisschen Eiche ziemlich weit hinten und ein paar Birken noch haben. Mit unserem C350 Westech Greifer können wir Hartholz bis 35 cm und Weichholz bis 40 cm kneifen, haben Rototilt, also können ziemlich in alle Ecken uns reindrehen, haben noch eine Sammelfunktion für kleinere Büsche und Sträucher, dass wir eben halt noch ein bisschen effizienter arbeiten können und uns nicht wegen 2 Sträucher wieder zum Berg drehen müssen. Ja, das Hackholz geht alles ins Heizkraftwerk. Hier kommt jetzt unser Volvo Hakengerät mit 38 Kubikcontainer
zum Wechseln der Container. Hier sitzt Palfinger Haken mit 3 verschiedenen Knicks, um auch flach unter Vordächern oder lose Ladung wie Stammholz flach hochziehen zu können. Wir sind jetzt hier auf unserem Valtra mit unserem Heizo-Hack 8500 Hacker, wo wir bis zu 50 cm Stammholz hacken können und diverses Buschmaterial. Der Valtra hat 250 PS und eine Rückfahreinrichtung, also keine richtige Rückfahreinrichtung, sondern dass wir unseren Sitz komplett umdrehen können, um den Hackkomfort auch ein bisschen zu erweitern. zum Abfahren diverse Container, LKW und Hakenlift für einen Trecker.